und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch erklären, warum manche Stellen, vor allem schnellere Stellen, beim Blockflöte-Spielen manchmal etwas holprig klingen können und was ihr daran ändern könnt. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ihr kennt das vielleicht, ihr spielt ein Stück und manche Passagen klingen einfach unsauber. Ihr spielt zwar die richtigen Töne, aber trotzdem klingt es irgendwie holprig, klingt nicht gut. Und da liegt schnell die Vermutung nahe, dass die Finger nicht schnell genug sind und dass das nicht wirklich der einzige Grund ist oder vielleicht sogar gar nicht der Grund. Das möchte ich euch hier jetzt erklären. Oft wird es nämlich so sein, wenn ihr da mal genauer hinhört, wie das klingt, was ihr spielt, dann hört ihr so eine Art Klappern zwischen den Tönen. Und das entsteht durch eine fehlende Koordination eures Zungenstoßes, also eurer Artikulation, mit den Fingern. Also wie ihr ja wisst, wird beim Blockflöte-Spielen jeder Ton in der Regel artikuliert, also mit Dü oder Tü oder irgendeiner anderen Artikulation begonnen und wird nicht einfach nur reingeblasen, außer ich spiele Legato, also gebunden, das ist ein spezieller Fall, dann natürlich ohne Dü, aber in der Regel wird jeder Ton in dem Moment, wo ich ihn anspiele, mit einem Zungenstoß versehen und wenn ich mehrere verschiedene Töne spiele, dann ist natürlich der Moment, wo ich anstoße und den Griffwechsel mache. Und wenn es bei euch nicht so sauber klingt, bei manchen Läufen oder manchen Figuren, die ihr spielt, dann kann es sein, dass dieser Zungenstoß nicht genau gleichzeitig mit den Fingern passiert. Das kann eine Millisekunde sein oder auch ein bisschen mehr und dann klingt es eben klapprig. Während wenn ihr das gleichzeitig hinbekommt, ein Lauf natürlich sauber klingt. Also achtet auf diese Koordination von Zungenstoß und Fingern. Dann kann es noch ein anderes Problem geben, das irgendwie auch damit zusammenhängt. Es kann eine Kombination damit sein, und zwar, dass eure Finger an bestimmten Stellen etwas zu träge sind. Also wenn ich einen Griffwechsel habe von einem zum anderen Ton, dann kommt es ja regelmäßig vor, dass manche Finger nach unten fallen müssen, auf die Löcher drauf, und manche müssen sich meistens gleichzeitig auch noch heben. Und das hängt nun mal mit der Schwerkraft zusammen, dass das Fallenlassen leichter geht als das Heben. Und es kann wirklich passieren, dass ihr dann ein bisschen zu spät seid mit den Fingern, die sich heben müssen. Darauf könnt ihr mal achten, wenn bestimmte Griffverbindungen immer klappern und nicht sauber klingen. Achtet auf die Finger, die nach oben gehen müssen und zieht die bewusst früher in die Höhe. Und dann ist in ganz vielen Fällen das Problem schon gelöst, in dem Sinn, dass ihr wisst, woran es liegt. Dann müsst ihr es natürlich bewusst trainieren. Also nicht 30 Mal probieren die Stelle, sondern wirklich diese einzelne Griffverbindung oder die mehreren Griffverbindungen, wo das Problem sich hervortut, bewusst übt und immer auf die Finger achtet, die sich anheben müssen. Ihr könnt die kniffligen Griffverbindungen, die noch nicht so sauber funktionieren, könnt ihr sehr gut üben, indem ihr sie im Legato spielt, also im gebundenen Spiel. Und da kommt eben knallhart ans Tageslicht, ob ihr die Griffverbindungen sauber spielt oder nicht. Und wenn das gut klappt im gebundenen Spiel, dann könnt ihr natürlich die Zunge wieder hinzunehmen. Und wenn das dann trotzdem unsauber klingt,
könnte es gut an der Koordination zwischen Zunge und Fingern liegen. Natürlich trainiert ihr auch eure Fingerfertigkeit, eure Fingerschnelligkeit mit gezielten Übungen und auch euren Zungenstoß. Den kann man nämlich auch trainieren, wie schnell der geht. Also das ist wirklich auch eine Trainingssache. Ja, ich hoffe, dass mit diesen Tipps eure schnellen Läufe oder auch langsamen Passagen, die nicht so sauber klingen, besser funktionieren werden. Ich freue mich über Kommentare unter dem Video und natürlich auch über E-Mails. Ja, kontaktiert mich auch gerne für Coaching, also wenn ihr mal ein paar Stunden bei mir nehmen möchtet, in Berlin oder online. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören und sage bis nächsten Freitag. Tschüss!